bin Bircan, 36 Jahre alt mittlerweile schon. Wir sind aktuell, also jetzt gerade in Izmit. Das ist mit dem Auto, ja, sind es 2 Stunden von Istanbul. Ich bin geboren in Österreich, in Vorarlberg. Ich war an der Kraus, Schauspielschule Kraus in Wien. Habe dann nebenher immer Workshops, also an Workshops teilgenommen, wie von Andreas Zimmer und Adriana Salles, Clown, Buffon, Commedia dell'arte. Also mehr, ja, so physisches Theater lag mir immer schon im Herzen. Es kommt wahrscheinlich auch vom Tanzen, weil ich ja mittlerweile seit 21, 22 Jahren tanze. Bin dann anschließend von heute auf morgen nach Istanbul. Weil ich hier, also nicht weil ich hier jemanden kannte, sondern weil ich gehört habe und wusste, dass in Istanbul noch die ganzen Serien, also viele Produktionsgeschichten noch am Laufen waren. Und das war halt für mich auch ja, geil. Was Produktion angeht, ist Türkei 2., 3. Stelle weltweit. Hier wird wirklich so viel produziert und wird ins Ausland verkauft. Und während der Pandemiezeit habe ich halt auch erfahren, dass hier weiterhin noch Serien gedreht werden. Und das war halt für mich so ein wichtiger Punkt, dass ich auch gleich reinkommen könnte. Ich habe es dann versucht und habe dann auch gleich Jobs reinbekommen eigentlich. Und da hieß es in manchen Agenturen, ja, wir müssen halt schauen, wie das wird, wie das sprachlich für dich wird. Das wurde mir halt immer so ins Gesicht geschmissen. Ja, man will ja auch sein Niveau erhöhen und sich ja steigern und aufsteigen, vor allem in diesem Beruf. Weil man kriegt ja wirklich nur Jobs, wenn man gut ist oder jemanden kennt. Bevor ich schon in die Türkei gekommen bin, habe ich jeden Tag laut türkische Bücher gelesen und habe mir selbst dabei zugehört. Das hat mir sehr viel geholfen. Und das hat uns damals unser Sprechlehrer, der Sascha, hat uns das gesagt, dass eigentlich jeder, der vor der Kamera, auf der Bühne, am Radio arbeitet, wirklich täglich sich 45 Minuten sich selbst zuhören soll und laut sprechen. Also sprich aus dem Buch rauslesen. Und das habe ich eigentlich auf das Türkische auch umgesetzt. Und da bin ich eigentlich viel schneller vor die Kamera gekommen eigentlich. Weil dann schon auch diese österreichische und deutsche Akzent, was man eigentlich im Fernsehen schon hört, das kriegt man dann durch vieles Lesen raus. Ich bin der Meinung, dass sich alle Menschen, die in einem Ausland leben, sich an dieses Land anpassen sollten, müssen. Zumindest mal die Sprache können. Also Kultur ist ja okay, aber die Sprache sollte man lernen und können. Man sollte sich auch verstehen. Darauf habe ich immer Wert gelegt und habe mich halt immer erweitert. Ich habe die Erfahrung gesammelt, dass ich in Österreich am Theater nicht wirklich eine Hauptrolle spielen durfte aufgrund meiner Herkunft. Ich meine, Dunkelhaut, Bart, braune Augen. Ich habe der Person oder dem Charakter, dem gewünschten Charakter habe ich nicht entsprochen. Im Film, auch im Theater, waren das halt mehr so Nebenrollen. Im Film sind das halt meistens so der beste Freund von der Hauptrolle, der die ganzen Drogen vercheckt,
der Türsteher oder der Dealer. Das sind halt so Rollen, die ich immer bekommen habe und das war halt schon ätzend. Da kannst du dann nicht aus dich hinauswachsen, wenn man dir die Möglichkeit nicht gibt. Und das ist leider und blöderweise heute noch so. Ja. Und wenn es irgendwie so Integrationsstücke auf die Bühne geht, also wenn solche Stücke noch laufen, dann sind das wirklich auch, dann werden die Personen, die Menschen von dieser Herkunft auch blöd dargestellt, bin ich der Meinung. Also mit einem extremen Akzent oder, finde ich blöd. In der Türkei läuft ja alles wirklich nur über Agenturen. Also sprich über Vitamin B, wen kennst du? Ich habe mir da am Anfang sehr schwer getan, weil ich kannte wirklich niemanden. Ich bin einfach in den Flieger rein und bin am nächsten Tag in Istanbul gewesen. So. Ich habe dann zufällig Leute in einem Café kennengelernt, die auch in derselben Branche waren. Und so konnte ich mich halt bewerben. Ich habe halt einen guten Background mit Kraus, mit den ganzen Workshops. Da habe ich dann schon schnell Projekte reinbekommen. Ja, blöderweise hatte ich damals nicht wirklich Erfahrung mit einer Agentur und habe dann ziemlich schnell, beziehungsweise ich wollte ziemlich schnell arbeiten und habe dann auch alles in Kauf genommen, habe dem vertraut, dass es eine große Firma ist, eine große Agentur, beziehungsweise wichtige Namen unter dieser Agentur und habe dann auch einen Vertrag unterschrieben, wo ich, es waren halt Klauseln drin, wie wenn man mit jemand anders arbeitet, muss man 50.000 bis 100.000 US-Dollar bezahlen als Strafe und ich wusste nicht, dass ich dann monatelang in dieser Agentur warm gehalten werde und in Projekten nicht eingereicht werde. Das war für mich klar, okay, ich wurde angelogen in dieser Agentur. War halt für mich ziemlich klar, okay, ich muss da aussteigen. So, ich konnte leider nicht schnell aussteigen, weil das eine 5-Jahres-Vertrag war. Aber durch Bekannte und Freunde habe ich es doch noch geschafft, da rauszukommen. So ein halbes Jahr habe ich dann Freelance gearbeitet, konnte dann auch entscheiden, in welchem Projekt, wo ich spielen möchte, was ich spielen möchte und war ein bisschen komfortabler, aber da ich jetzt auch irgendwie nicht eingereicht wurde in neue Projekte, war ich halt nicht informiert darüber, was jetzt gedreht wird, was neu rauskommt. War halt dann ziemlich schnell wieder auf der Suche nach einer neuen Agentur. Und diese Agentur war einer der größten in der Türkei und bin ziemlich schnell reingekommen wie am Anfang wieder, weil ich getanzt habe, weil ich gekämpft habe, weil ich reiten konnte und ein Schwert halten und damit umgehen etc. Und weil ich auch in Wien studiert habe, war das ziemlich ein grünes Ticket für mich, so. Aber da war ich halt 7 Monate in dieser Agentur und nach 7 Monaten, also während diesen 7 Monaten hieß es immer, ach Bircan, wir haben dich verkauft, du spielst jetzt da, du bist jetzt fix dort, du bist jetzt da. Aber in diesen 7 Monaten ist gar nichts passiert. Dadurch ich mich auch im physischen Theater und mit Tanzen und so auch sehr erweitert hatte und auch in Österreich dieses physische Theater auch ein bisschen unterrichtet habe privat, hatte ich auch die Möglichkeit in dieser Agentur, ich nenne jetzt keinen Namen, also Celebrity-Schauspieler, durfte ich unterrichten und für sie dann auch Auditions aufnehmen
sie vorbereiten. Für Theater, für Rollen, die neu anfangen, für Serien. Allerdings habe ich dann auch gemerkt, okay, nach 3 Monaten kriege ich immer noch keine Auditions rein. Also mir wurden keine Auditions angeboten, weil ich unterrichtet habe und verschärft und beschäftigt damit war. Meinten sie, ja, du hast doch sowieso schon viel um die Ohren. Wir machen dich, also wir bringen dich in eine neue Produktion rein, wo du 20 Episoden auch gleich mitspielen kannst. Und ja, und mir hat das halt irgendwie auch nicht gepasst, weil sie für mich dann entschieden haben, weil ich bin nicht in die Türkei, um zu unterrichten, sondern ich wollte selbst vor der Kamera arbeiten und ich wollte selbst am Set sein. So. Ich habe dann damals aus Österreich 2 Theaterproduktionen reinbekommen. Also ich wurde engagiert. Ich habe das auch so erwähnt, dass ich da Optionen habe, in Österreich wieder zu spielen. Und wenn sie keine Jobs für mich verschaffen, würde ich da gerne hingehen. Da meinten sie anfangs, okay, ja, mach mal ein Online-Vorsprechen und wenn sie dich rufen, dann geh da hin und schau es dir mal an. Das habe ich dann auch gemacht. Ich wurde dann auch engagiert. Ich bin dann wieder zurück nach Österreich und ich war dann auch als Hauptdarsteller engagiert. Und als ich wieder in der Türkei war und das erwähnt habe, meinten sie, naja, nee, also wir können dich nicht einen Monat lang in Österreich bleiben lassen. Du hast ja auch hier Unterricht und schau halt, dass du, meld dich einfach nicht und wird schon nichts passieren, meinten sie. Und ich wusste halt wirklich nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich war schon fast am Vertrag unterschreiben, also habe dann weiter unterrichtet und blöderweise mich auch nicht gemeldet, was ein großer Fehler war, weil so tötet man sich selbst im Business. Das ging dann 3-4 Monate weiter so und dann habe ich halt wirklich niemand mehr unterrichtet. Also ich bin auch nicht mehr in die Kurse rein und ich habe dann wirklich nur darauf gewartet, dass irgendwas auf mich zukommt. Kam leider nicht. Und dann habe ich mich halt nach 6-7 Monaten entschieden, dort auszusteigen und mit Theater zu beginnen. Mert bir cana halıya sıçtığı için kızıyor. Nasıl oynayacaklar ya? Hep beraber işten geriye. Das Theater ist eine Comedy-Geschichte. Seit Februar sind wir da am Proben und haben jetzt letzten Monat, also sprich Anfang Mai, begonnen zu spielen. Haben das auch aufgenommen und versuchen jetzt da auch eine Live-TV-Sendung an Land zu ziehen. Und ja, wurde jetzt mittlerweile schon an 4 Kanälen rausgeschickt. Jetzt warten wir halt noch auf Rückmeldung und wenn es klappen wird, eventuell auch für digitale Plattformen. Und wir machen das Ganze mit Ayhan Taş. Es ist der Impro-Theater in die Türkei gebracht hat. Der macht das seit 23 Jahren. Ja, er ist für mich einer der Besten. Es gibt ja 2, 3. Unter anderem Tolga Çevik, den ich auch sehr verehre. Es ist aktuell gerade in der Türkei ein verdammt großes Thema. Es gab es ja damals, also halt bisher gab es immer Sommerserien. Die gibt es jetzt auch nicht mehr, aufgrund Budgets. Die Produzenten wollen einfach nicht mehr sinnlose Serien drehen, was ich ja völlig verstehe. Aber da muss man halt auch irgendwie an Konditionen arbeiten, wie die Schauspieler rein nach Followeranzahl rauszupicken. Eine digitale Plattform, weltbekannt, die türkischen Betreiber. Das Team wurde halt gewechselt, weil wirklich immer nur dieselben Schauspieler zu sehen waren. Ich finde es halt ungut, ehrlich gesagt, weil es sitzen halt immer noch die besseren Schauspieler zu Hause und sehen zu, wie sich der Markt hin und her bewegt zwischen denselben Leuten. Ich muss zugeben, die Kraus ist ja eine staatlich anerkannte Schauspielschule. Ist eigentlich gleichgestellt wie Konservatorium. Und die Schulen in der Türkei
Allein schon an einer Universität, als ich war, habe ich mal so ein paar Stücke angesehen und die waren körperlich da ziemlich weit hinten, wo wir alles im ersten Jahr schon konnten. Also sprich das Atmen, die Haltung auf der Bühne, das fehlt alles in der Türkei. Finde ich sehr, sehr schade. Und das zeigt halt, wie ich mich immer auf der Bühne gegeben habe. Das Präsentsein, das war schon an erster Linie gleich auffällig von Seiten türkischen Schauspielern. Die meinten gleich, okay, ja, ist keiner so wie du. Ich meine, das soll jetzt irgendwie kein Eigenlob sein, aber es wird halt in der Türkei nicht wirklich richtig gelernt, gezeigt, vorgezeigt vor allem. Weil wenn man im 3. Jahr an einer Universität in der Türkei, immer noch auf der Bühne nicht präsent stehen kann, dann liegt es an der Uni und dann liegt es irgendwie am Lernsystem oder an den Lehrpersonen, die es selber noch nicht gut können, was sehr schade ist. Zum Beispiel ein Schauspieler, der auch bei uns in der Impro-Gruppe ist, der ist jetzt im letzten Jahr und sie haben im körperlichen Gebiet, haben sie nur Balletttanzen. Und ich denke mir, was für Balletttanzen? Du kannst doch nicht in einer Abschlussklasse Balletttanzen beibringen wollen, die noch nicht mal gerade neutral dastehen können. Und das Ding ist halt, in der Türkei ist nicht der Director der letzte Entscheidende, sondern der Produzent. Wo bin ich lieber, vor der Kamera oder auf der Bühne? Sehr gute Frage. Ich denke, oder ich glaube, oder ich weiß, was mir gut tut, ist eigentlich beides. Es ist sehr abwechslungsreich für mich. Das ist eine verdammt gute Frage, weiß ich nicht. Ich fühle mich auch nirgendwo zu Hause, muss ich ehrlich zugeben, weil ich merke gerade, oder halt bestimmt merken das alle, dass wenn sie aus Österreich oder aus Deutschland jetzt in die Türkei kommen, man merkt es schon von 100 Metern an, dass sie nicht in der Türkei leben. Allein am Gang, am sich aufhalten, die Sprache sowieso. Deshalb, ich habe mich immer versucht, an dieses Land, wo ich bin, anzupassen. Aber daheim fühle ich mich weder hier, noch in Österreich, noch woanders. Am Meer fühle ich mich daheim, am Wasser. Tanzen tue ich seit 21, 22 Jahren. Was mir halt von dem Ganzen, also von den ganzen Sportarten noch geblieben ist, ist wirklich Tanzen und Longboard fahren, was mir am meisten Spaß macht. Warum wollte ich eigentlich Schauspieler werden? Das ist eine schwierige Frage für mich. Schwierig.
weiß nicht, ob ich das antworten will. Aber ich kann es dir privat antworten. Ja. Das kannst du aber mit reinnehmen. Das was? Privatantwort? Ja. Nein, das jetzt. Dass ich das nicht öffentlich haben will. Ja, ja, das ist so viel zu mir, so viel zu meiner Laufbahn. So, gehen wir jetzt ein Kebab essen, oder was ist jetzt los? Ne?